Hallo, ich bin der Christian, Werkstattleiter von IPC Computer und heute zeige ich euch den Tastaturtausch an einem Lenovo ThinkPad 11580. Ich habe hier mal eine neue Originaltastatur von Lenovo. Packen wir zuerst mal aus. Wie ihr seht, ist hier auch ein kleines Werkzeug oder Hilfsmittel mit dabei. Ich muss aber ganz ehrlich dazu sagen, ich benutze es eigentlich nicht. Ich zeige euch auch gleich, wofür es da ist. Und zwar müssen die zwei Kappen entfernt werden, weil darunter zwei Schrauben sind. Vielleicht sieht man es hier auch schon. Da sind zwei Schrauben, mit der die Tastatur dann fixiert wird im Gerät. Jetzt aber zum eigentlichen Tastaturtausch. Ich klappe das Gerät mal ganz auf. Das geht in dem Fall gut, dass ihr es auch seht. Wie schon gesagt, man muss die beiden Maustaste abnehmen. Also ich mache es in der Regel mit dem Fingernagel. Ich finde, das geht genauso einfach. Da braucht man kein Spezialwerkzeug dazu. Und dann sind hier zwei Schrauben. Die muss man lösen. Und dann ist noch eine Schraube auf der Rückseite, die man lösen muss. Und zwar ist das die Schraube hier. Die geht quasi durchs ganze Gerät durch und fixiert auch die Tastatur. Das muss man natürlich in dem Fall wissen, wird man jetzt aber auch hier an der neuen Tastatur sehen. Letztendlich liegt die so dann da drin. Hier ist die Verschraubung für die Schraube. Ja, wenn die Schraube los ist, die bleibt übrigens im Gehäuse drin, die fällt nicht raus, dann kann man die ganze Tastatur nach oben schieben. Manchmal hake die Schraube als noch ein bisschen. Muss man es auch mal ein bisschen drehen. So. Und wie ihr dann seht, kann man die Tastatur anheben und nach unten wegziehen und einmal umklappen, um die beiden Folienkabel abzustecken. Das sind zwei Steckverbinder. Nach oben klappe, Kabel raus. Dann hat man die alte Tastatur schon in der Hand. Neue Tastatur einbauen. Funktioniert natürlich genauso, nur andersrum. Ich mache jetzt gerade mal an der neuen Tastatur auch die beiden Kappen ab. Folienkabel wieder richtig in den Steckverbinder bis an den Anschlag. Hier auch. Und dann nach oben zuerst, komplett nach unten drücken überall, weil das sind hinten überall so kleine Häkchen, die die Tastatur überall unten halten. Dann zieht man sie nach unten. Wie man sieht, ist sie jetzt nicht richtig, muss man nochmal nach oben. So, wenn die Tastatur richtig sitzt, einfach nur noch Schrauben festmachen. Die beiden Abdeckungen wieder drauf, die werden hier von oben quasi eingehängt. Schräg aufsetzen, nach unten drücken. Hier das gleiche, dann noch die Schraube auf der Rückseite wieder festziehen. Und dann war es das auch schon. Wie ihr seht, kein Hexenwerk. Ich will allerdings dazu sagen, die Schraube an der Rückseite,
ist manchmal nicht durchs Gehäuse durch. Es gibt durchaus Modelle, wo man die Bodenplatte abnehmen muss, weil die Schraube dann darunter sitzt, um sie zu lösen. Ja, wieso sie das so machen, weiß ich auch nicht, aber gibt es auf jeden Fall auch. Ja, das war's auch schon. Ich hoffe, das Video hat euch ein bisschen geholfen, ein bisschen was gebracht. Und dann wünsche ich euch viel Spaß beim Schrauben. Bis zum nächsten Mal.